So, was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen aus Arequipa. Also, ich bin 7 Stunden gefahren von Tacna und ich bin gerade hier auf dem größten Markt von Arequipa. Wir sind hier im Süden Perus, 1000 Kilometer von der Hauptstadt Lima entfernt. Arequipa ist die zweitgrößte Stadt von Peru. Und das ist hier der größte Markt von Arequipa. Und der heißt genauso wie ich Andrés. Andrés und dann irgendein Nachnamen. Also Andrés ist ja die spanische Version von meinem Namen. Andrea, Andrés. Also. Und hier sind wir auf einem... Hola, ¿qué tal? Und hier... ¿Cómo? Gracias. Keine Ahnung, was er meinte. Und ja, also hier sieht es ein bisschen verlassen aus. Auf diesem Markt hier. Die haben alles, was das Herz begehrt. Und ja, wir liegen hier auf 2300 Metern Höhe. Das heißt, die Sonne, die strahlt ganz schön runter. Und da hinten, seht ihr da hinten? Warte mal, ich zeige euch das besser. Da hinten sehen wir den Vulkan, ja? El Mesti. Der liegt auf fast 6000 Metern Höhe. Und das ist ein aktiver Vulkan. Der könnte ausbrechen irgendwann. Und genau, also hier sind wir auf diesem Markt. Ich weiß nicht, ob es weitergeht oder ob das hier endet. Jedenfalls 22 Grad. Disculpa, acá termina el mercado? Termina? Ah, okay. Also das ist das. Okay, hier endet der Markt. Aber das ist hier ein sehr großes Marktkomplex oder Marktviertel. Wir schauen uns ein bisschen die Stadt an, machen die Stadt ein bisschen unsicher, reden mit ein paar Menschen, gucken, was sie so zu sagen haben bei diesem schönen Wetter hier. Währung heißt Sol, peruanischer Sol. Ja? Sol bedeutet Sonne und 1 Euro entsprechen 4 Sol. Ja? 1 Euro entsprechen 4 Sol. Das ist so die Umrechnung. Und ja, so sieht es hier aus. Man hat im Hintergrund immer die Anden, genauso wie in Iquique. Ja. Hier hat man immer im Hintergrund die schöne Berglandschaft der Anden. Und so sieht es hier aus. Bisschen dreckig, nicht asphaltiert hier. Gucken wir mal, was es hier so gibt. Und ja, also, genau, 7 Stunden bin ich gefahren von Tacna hierher. Und es ist hier ein bisschen wärmer als in Tacna. Wir haben hier schon über 22 Grad ungefähr. Hab mir vorhin einen Haarschnitt gegönnt, damit ich schön frisch bin für den Videodreh. Und ja, hier natürlich, wie fast in ganz Südamerika, wird Spanisch gesprochen. Und auch hier spricht man Quechua. Genauso wie in Bolivien. Und Quechua ist ja diese indigene Sprache, die immer noch existiert. Und viele Menschen sprechen das hier noch. Eher die älteren Generationen und nicht die neueren Generationen. ¿Está cerrado? A las 2 se abre. Ah, okay. Also hier ist es zu, man kann hier nicht durch. Dann gehen wir wieder zurück. Und schauen wir mal, was wir so machen können. Boah, die Sonne ist echt stark. Also man merkt die Sonne wirklich. Wenn man höher liegt, dann ist die Sonne auf jeden Fall, scheint die Sonne stärker. Hier haben wir
Winter, also genau die gegensätzliche Jahreszeit zu Europa. Wir sind ja auch hier auf der südlichen Halbkugel und wegen der höheren Lage ist die Sonne auch viel stärker und man bekommt hier leichten Sonnenbrand, wenn man nicht aufpasst, obwohl es Winter ist. Ja? 300 Tage im Jahr scheint die Sonne. Das heißt, wir haben hier sehr wenig Regen und jetzt in der Winterzeit ist es Trockenzeit, ja, bis November. Und ab November fängt dann die Regenzeit an, aber dieses Jahr mega kurz, weil fast 300 Tage im Jahr die Sonne scheint, trocken ist. Gut, und ja, das ist echt angenehm hier gerade. Man kann mit T-Shirt rumlaufen. Anders ist es abends, wenn die Sonne dann weg ist, dann ist es schon viel kühler. Die Temperaturen gehen runter bis auf 10 Grad oder weniger. Und das merkt man richtig. Zu Hause ist es frischer. Man muss sich schön zudecken im Bett. Aber tagsüber ist es super angenehm. Ich mit T-Shirt, lange Hose, aber ja, das reicht. Gucken Sie mal, was hier so alles angeboten wird. Wie ihr seht, es läuft Musik wie immer in Südamerika. Die Leute tanzen auch hier sehr gerne. Und es wird alles Mögliche angeboten. Ja, Parfüms, Waschmittel, Cappies, original gefälscht natürlich, gebrauchte Handwerkergeräte. Und wie immer in Südamerika, da wo große Menschenmassen sind oder viele Menschen unterwegs sind, muss man aufpassen, dass man nicht ausgeraubt wird. Vor allem die Handys werden hier geklaut oder Damentaschen. Das ist also nach wie vor so wie in Bolivien. Ja? Und man achtet wirklich drauf, beziehungsweise die Räuber, die achten darauf, wer ist abgelenkt, wer ist am Handy und merkt gerade seine Umgebung nicht. Und dann schnappen sie zu. Also da müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein, Leute. Der Verkehr hier, ja, es wird schon viel gehupt. Gerade nicht, weil hier ist wenig Verkehr. Aber in den Hauptstraßen, wo dann mehr Autos unterwegs sind, dann ist es deutlich lauter. Und dann wird mächtig gehupt, was das Zeug hält. Und auch hier fahren diese Mikros, also diese Busse, die sogenannten Mikros. Ja. Der verkauft Eis. Hier werden Plastikflaschen gesammelt oder halt Plastikmüll. Genau, hier kann man überall reingehen und dann dann sind ganz viele Händler. Seht ihr, man kann bis nach hinten laufen. Man findet hier auch was zu essen. Genau, hier bekommt man was zu essen auch. Ja, ja, so ist das in Peru. Arequipa. Arequipa hat einen Spitznamen, die weiße Stadt, La Ciudad Blanca. Warum? Weil die meisten Gebäude hier wurden mit einem speziellen Material gebaut, einem hellen Material. Und zwar, man hat da Vulkangestein benutzt, was darauf zurückzuführen ist, dass in der Vergangenheit durch die Vulkanausbrüche die Asche, die sich gesammelt hat, verhärtet ist und zu einem guten Material geeignet geworden ist, um Häuser zu bauen. Genau. Und hier ist immer eine Brücke, ein bisschen chaotisch, viele Straßenhändler, überall unterwegs.
Ja, das finden wir alles Mögliche zu kaufen. Und ja, bisher sind die Menschen ganz nett. Außer wenn man was Falsches im Straßenverkehr macht, dann werden sie böse. Wir können mal vielleicht hier reinlaufen. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ah, schaut mal, wie groß diese Halle ist. Diese große Markthalle. Und natürlich ist hier alles Mögliche zu finden. Getränke, Bekleidung. Nahrungsmittel natürlich. Hier Reis, kiloweise. Einfach in so Tonnen oder Behälter. 4 Zoll, also 1 Kilo 4 Zoll, 1 Euro. 1 Kilo 1 Euro, ja, passt, ne? Ist ein guter Preis. Also ich muss schon sagen, hier ist es viel günstiger als in Chile zum Beispiel. Chile, habt ihr ja mitbekommen im letzten Video, das ist das teuerste Land in Südamerika. Das ist hier preislich vergleichbar mit Bolivien. Nur ich finde, hier ist es vielleicht ein bisschen günstiger als Bolivien, aber ganz wenig. In Bolivien sind die Preise mittlerweile gestiegen, weil sie halt mächtig Proteste am Laufen haben. Die Inflation zwingt die Menschen in die Knie. Und hier ist die Situation anscheinend ein bisschen entspannter, so wie es ausschaut. Also hier bekommt man ein Gericht bestehend aus Hähnchen, Reis, Pommes und ein bisschen Salat. Kostet um die 3 Euro, 3, 4 Euro, so ungefähr. Ja? Also man kommt schon günstig weg, wenn man was Schnelles essen will. Ich bevorzuge es aber zu Hause zu kochen. Also ich kaufe im Supermarkt ein und esse halt zu Hause. Und auch die Unterkünfte, die sind auch hier ganz günstig. Die sind mehr als die Hälfte günstiger als in Chile zum Beispiel. Ich habe hier zum Beispiel in meiner jetzigen Airbnb-Unterkunft um die 13 Euro bezahlt und habe eine riesen Wohnung für mich alleine. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen, mit der ganzen Fläche machen soll. Aber ja, es ist günstig hier. Es ist günstig zu wohnen. Beziehungsweise die Airbnb-Unterkünfte sind günstig. Und das Essen ist auch ganz günstig. Vor allem hier auf dem Markt findet man alles zu einem günstigeren Preis. Hier sehen wir die geschlachteten Hühner, Fisch. Hier haben wir Ziegenköpfe. Ja? Das sind Ziegenköpfe. Wow. Krass. Die essen einfach die Köpfe der Ziegen. Ja, richtig interessant. Die armen Ziegen. Ah, hier. Sogar mit Zähnen. Ja? Wir haben Zähne dabei. Krass, ne? Hier nochmal. Ja, also was ich gemerkt habe, ist Folgendes. Also wenn ich mit den Menschen spreche und ich drücke mich deutlich aus, sagen wir mal. Also ich drücke mich nicht immer deutlich aus, aber wenn ich mal was Richtiges sage, trotzdem gucken sie komisch und die wollen, dass ich mich wiederhole. Also sie scheinen diese Aussprache, also meine Aussprache, meine ausländische Aussprache irgendwie als komisch zu empfinden und wollen dann, dass ich mich wiederhole. Ja, ist kein Problem, aber
Finde ich komisch. Also, wenn ich etwas richtig sage, warum musst du dann so komisch gucken? Aber ja, das klingt in ihren Ohren ein bisschen komisch. Aber was soll's, so ist das. Das Busfahren kostet hier 1 Zoll, also 25 Cent. Ja? Sicherheit natürlich auch am Start, weil hier mächtig geklaut wird auch. Ne? Vor allem abends. Ja? Abends muss man hier besonders vorsichtig sein. Auch hier gibt es viel Armut. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen hier nicht viel Arbeit haben. Ist keine Industriestadt wie bei uns in Europa. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die Menschen ärmer sind oder halt nicht so viele Jobmöglichkeiten haben. Hier nochmal Hühner. Da finden wir Avocado, glaube ich. Ja, auch hier laufen ganz viele Hunde rum. Ja. Gucken wir mal, was wir hier so bekommen können. Also hier ist es wieder anders als in Chile. In Chile halten sie an Zebrastreifen an, hier halten sie nicht an. Hier gehen sie einfach weiter. Die würden jemanden sogar überfahren. Also die halten nicht an den Zebrastreifen. Genauso wie in Bolivien. Also man muss sich immer anpassen. Egal wo man hinfährt oder wo ich hinreise, muss ich genau schauen, wie ist hier die Zebrastreifenkultur? Halten sie an oder fahren sie einfach die Menschen um? Ja, hier würden sie die Menschen umfahren. Genau, also die Fußgängersensibilität ist hier auf jeden Fall noch nicht angekommen. Ja, interessantes Gefährt. Ich hätte Bock auf einen Orangensaft, wenn möglich. Schauen wir mal. Hier haben wir nur Orangen, aber Orangensäfte. Wir müssen schauen, wer Orangen presst, also wer so eine Orangenpresse hat. Genauso wie damals in Bolivien, als ich bei der Cholita. Hier finden wir auch eine Art Cholita. Schaut mal, die traditionellen Hüte. Ne? Genau, hier gibt es auch Cholitas. Also diese Art indigene Frauen, die traditionell gekleidet sind mit einem traditionellen Rock, Hut. Und man sieht das sofort, ob das Cholitas sind. Ne? Hier ist noch ein Markt. Mercado Virgen de Chapi. Hier ganz schön viel Müll. Wow. So ist das. Also ein bisschen dreckig hier. Und es stinkt, beziehungsweise man riecht alles Mögliche hier. Man riecht, was Gerüche angeht, lässt sich alles Mögliche vorfinden. Hier geht's auch noch mal rein. Also, an der Sonne ist es ganz schön heiß. Wie gesagt, die Sonneneinstrahlung ist viel intensiver, weil wir auf 2300 Metern Höhe sind. Und es ist aber angenehm, nicht zu heiß, man schwitzt nicht. Nur wenn die Sonne untergeht, dann ist es so, dann brauche ich eine Jacke. Man braucht sogar eine Jacke plus einen Pulli. Ja? Dann ist es okay, aber ohne Pulli und Jacke, wir müssen hier irgendwie durch. Hier ganz viele Bananen. Ja? Lass uns mal fragen. Señora, disculpa. Señora, ¿cuánto vale un kilo de banana? 5 unidades, 2 Sol. Also 5 Bananen, 2 Sol. Okay. Also 5 unidades, 2 Sol. Ich dachte, das geht pro Kilo, oder? Oder habe ich falsch verstanden? Ich weiß nicht.
Dort verkauft man so Bananen im Set, also gucken wir mal. Schauen wir mal, wie die Preise hier so aussehen. Wir können mal ein bisschen rumfragen, was die hier so kosten. Die Tomaten 2,50 Sol für 1 Kilo. Das sind praktisch knapp über 50 Cent. Ja, knapp über 50 Cent für 1 Kilo Tomaten. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Hier, Wackeldackel. En promoción te estamos dejando un litro de 70 soles para 30 días, para un mes. Y si quieres llevarte para ti, para tu pareja, hasta 2%. Hier, Orangen. 2 Sol für 1 Kilo. Also nochmal 50 Cent für 1 Kilo Orangen. Das ist doch sehr günstig. Schöne Häschen. Und die Religion hier ist sehr präsent. Also hier sind sie christlich. Die Stadt Arequipa ist 500 Jahre alt. Damals durch die Spanier erobert worden. Und das merkt man. Also der spanische Einfluss ist allgegenwärtig, wie im Rest Südamerikas. Außer in Brasilien, da waren die Portugiesen. Aber ansonsten haben die Spanier auf jeden Fall ihre Spuren hinterlassen. Ne? Was ist das hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, das sind irgendwelche Eier. Wachteleier. Ich will einen frisch gepressten O-Saft. Da. Genau. Hola, señora. ¿Puedo tomar un jugo de naranja? ¿Cuánto vale? Also 4 Sol für einen Becher Orangensaft, 1 Euro. Ja, das passt. Ne? ¿Cuál es su nombre? Rosana. Mucho gusto, mi nombre es Andrea. Soy de Italia. ¿Italiano? Sí. ¿Conoces Italia? No. No. Pero lo escuchaste. Muy bien. ¿Tú habitas siempre aquí en Arequipa? Sí, acá en Arequipa. Mhm. ¿Tú eres indígena? Sí. ¿Tú hablas quechua? Esas son las indígenas, no. Mis padres no me han enseñado. Pero mucha gente acá habla el bastante, quechua, ¿no? bastante Mhm. hablan quechua. Ja. Genau. Also frisch gepresst hier. Dann gönnen wir uns hier einen schönen Orangensaft. Hab richtig Bock drauf. Für 5 Sol, also 1 Euro, nee, 4 Sol, 1 Euro. Okay. Muchas gracias. Boah, lass uns mal probieren. Das Glas ist komplett gefüllt. Ja, sehr gut. Ohne Zusatz von Zucker. Es ist sin azúcar, ¿no? Perfecto. ¿No? Sehr gesund. Ein paar Vitamine. Sí. Genau. ¿Tú trabajas siempre acá? ¿Aquí? Sí. Bastante fruta venden por acá. ¿Vendes también? ¿Cómo se llama esa? Este es jugo de caña y este es jugo de naranja. Tuba de caña. Jugo de caña. Oh, genau. Sehr gut. Ja. Cool. Was haben wir hier? Ein paar weitere Straßenverkäufer. ¿Qué hay para allá? Ahí venden flores, los mercados de las Flores, okay. Ropa, ¿para acá tienes ropa también? ¿Para acá? ¿Ropa? para este lado. Solo este lado. Siglo XX. Siglo XX. Venden ropa.
Ah, okay. Banca. Ja, ist also schön süß, ja. Wirklich süß. Für einen Euro passt, ne? Süßer Hund. ¿Es el tuyo? Sí, es mi perrito. ¿Cuál es su nombre? Es Rocky. Rocky, Rocky Balboa. Rocky, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Mm? Rocky, Rocky Balboa. Qué lindo. Muy bien. Muchas gracias. Ah, mucho, más. Oh, wir bekommen hier sogar 2 Gläser, ja? Muchas gracias. 2 Gläser, Orangensaft, passt. Okay. Muchas gracias. Also dann bezahlen wir mal kurz. Wo habe ich das Geld? Genau. Ich gebe dir einfach 5 und gut ist. 5. Está bien así. Muchas gracias. Ciao. Okay, dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter. Hier wird Geld gewechselt, sogar Euros kann man hier wechseln. Interessant. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ah genau, das sind diese Mikros, ne? Und wie schon gesagt, kostet eine Busfahrt kostet 1 Zoll, also 25 Cent ungefähr. Und dann noch eine Mikro. Ja, 1 Million Einwohner, das heißt, das ist schon eine größere Stadt, eine Großstadt kann man sie nennen. Und das ist die zweitgrößte Stadt in Peru. Lima, also die Hauptstadt, die steht auf Platz 1 mit über 10 Millionen Einwohnern. Ja? Und genau, da werden wir auch noch hinkommen. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus nach Cusco gehe oder direkt nach Lima. Muss ich dann noch überlegen. Da muss ich dann noch entscheiden. Hier sind wir im eher touristischen Teil der Stadt. Diese Straße führt da vorne zum Herz der Stadt, also die Plaza de Armas, gegründet von den Spaniern 1500 noch was. Und gleich schauen wir uns mal den Platz näher an. Der ist umgeben von einer Kathedrale. Schauen wir uns das mal an. So sieht es hier aus. Ganz schön, ne? Ganz schön bunt hier. Das sieht alles sehr ähnlich zu den anderen südamerikanischen Hauptplätzen. Hier die Kathedrale. Ja, sehr ähnlich auch zu dem Platz in Bolivien, in Cochabamba und Santa Cruz. Die sehen alle irgendwie gleich aus. Ja. Hier eine Fontäne. Also Menschen sind da, chillen alle. Ne? Also eine sehr friedliche Atmosphäre hier. Alles ganz schön ruhig. Sieht echt nice aus. Aber ja, wie in den übrigen südamerikanischen Städten sieht es hier aus, da in Chupuza. Also es laufen keine komischen Menschen rum, die irgendwas verkaufen. Ah, hier Brillen verkaufen sie. Aber
sie zwingen dich gar nicht. Wenn du sagst, nein, danke, gehen Sie weiter. Also, die verarschen hier nicht, aber man muss aufpassen. Man muss aufpassen, hier zum Beispiel, wenn ich mit dem Handy rumlaufe, zum Beispiel sie ist ein bisschen abgelenkt mit dem Handy und das ist genau das richtige Opfer für die ganzen Räuber hier. Also vorsichtig, wenn man mit dem Handy rumläuft. Und jetzt schauen wir uns mal einen weiteren Markt an, Mercado San Camillo. Und hier seht ihr, ne? Das ist dieses Vulkanmaterial, Tropfstein, Sillar heißt das auf Spanisch. Und damit sind die meisten Gebäude hier in Arequipa gebaut worden. Also sehr interessant, ja, hat so eine helle Farbe. Und das stammt aus einem Vulkan, ja. Das sind Vulkanablagerungen. Und deswegen heißt die Stadt auch La Ciudad Blanca, also die weiße Stadt. Ja. Sehr interessant, auch hier wieder. Also praktisch alles ist hier mit diesem Material gebaut worden. Das sind die Informationen, die ich gefunden habe. Und das scheint auch eine Einkaufsstraße zu sein, beziehungsweise eine eher belebte Straße. Wir sind hier in der Altstadt. Ja, das ist das Altstadtviertel, der Altstadtbereich. Und hier sieht man schon den einen oder anderen Touristen, was in Tacna überhaupt nicht der Fall war. In Tacna habe ich kaum Touristen gesehen. Hier ist es schon anders. Wo ist der Mercado San Camillo? Gucken wir mal. Wir müssen weiter. Schaut mal, hier Zebrastreifen, die halten nicht an, ja. Hier wird nicht angehalten. Ja, so ist das hier. So angenehm. Es ist nicht heiß, es ist nicht kalt. Die Sonne scheint. So kann das Wetter meiner Meinung nach das ganze Jahr über sein und ich wäre happy. Also echt angenehm. Hier eine Universität de San Martín de Porres. Scheint aber eine kleine, übersichtliche Uni zu sein. Da nochmal eine Art Kirche oder so. Und hier immer wieder dieses Sillar, dieser Tropfstein. Ja, auch hier Polizeipräsenz. Ja, die Ordnungshüter sorgen für Sicherheit. Aber tagsüber ist es nicht so gefährlich. Wenn es da eine Menschenmenge gibt, da ist natürlich das Risiko groß, dass geklaut werden könnte. Aber tagsüber kann man, glaube ich, entspannt durch die Gegend laufen, ohne Angst zu haben. Ohne Angst zu haben. So, wir nähern uns dem Mercado San Camillo. Guck, Mercado San Camillo para acá. Okay, perfecto, gracias. Ja, dann gehen wir mal weiter geradeaus Richtung Mercado San Camillo. Hier ein paar mehr Menschen. Hier, sie halten nicht an. Sie halten nicht an, ja? Sehr gut. Ja, sehr gut. Einfach weiterfahren ist hier angesagt. Und ja, so ist das halt, ne? Anderes Land, andere Sitten. Polizia Municipal ist auch da.
Gucken wir mal, ob sie mit uns redet. Hola, Mercado San Camilo para acá? Esquina. Ok, muchas gracias. Esquina para ahí. A la derecha? Sí, cruzando toda esa esquina. Ah, ok, gracias. Llega a la esquina, cruza todo, se echa. Okay. Esquina, ja. Ich wusste am Anfang gar nicht, was das heißt, aber jetzt weiß ich, was Esquina bedeutet. Das heißt an der Ecke. Also die Ecke heißt Esquina. Ja, dann wissen wir mal Bescheid und schauen uns mal, was da so los ist, was da so abgeht am Mercado San Camilo. Ja, also hier sind die Straßen oft nach irgendwelchen christlichen Heiligen benannt. So bei San Camilo. San Camilo, ja, der heilige Camilo. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Entsprechung dafür gibt. Ja, schauen wir uns mal hier die Gegend an. Ja, gehen wir mal hier rein. Was ist hier? Ah, hier geht's auch rein. Gucken wir mal. Dann bekommen wir ein bisschen weniger Sonne ab. Ich habe zwar mich mit Sonnencreme eingecremt, aber es ist mal cool, im Schatten zu sein. Gracias. Hier auch Sicherheit am Start. Ja. Hier sieht man auf jeden Fall schon viel mehr Polizeipräsenz im Vergleich zu Bolivien. Ja, in Bolivien hat man kaum die Polizei auf den Straßen gesehen. Und ja, fand ich echt kurios. Ne? Kurios. In Chile hingegen gibt es schon ganz viel Polizeipräsenz. Hier Fleisch, ja. Rindfleisch. Was haben wir hier? Hola, ¿qué tal? Esta falda linda. Ich habe gesagt, hola, ¿qué tal? Keine Antwort. Ja. Aber ja, der hat gegrüßt. War schon nett. Ne? Der hat gegrüßt, der meinte, hola, amigo, hallo, Freund. Ja. Ganz schön nett, würde ich sagen. Ne? Hier, Aloe Vera. Hier ein paar Gewürze. Ja. Werden so verkauft. Pistazien. Irgendwelche Kerne. Ah ne, mit Maiskerne oder so, keine Ahnung. Naja. So sieht's hier aus. Was sind das für Maiskolben? Dunkle Maiskolben. Ist ja voll interessant, ne? Zubehör für die Haustiere. Und gucken wir mal, wo wir hinlaufen. So, hier nochmal Fleisch. Boah. Riecht auch dementsprechend. Ja. Ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie Fleisch riecht, oder? Vor allem, wenn es so an der Luft, einfach so an der Luft bleibt. Ja, kein angenehmer Geruch, sagen wir mal so. Ja. Hier ein paar Säfte. Dann gehen wir mal wieder raus. Das ist hier wieder so eine große Halle, ne? Also die Märkte sind meistens in so Hallen. Ne? Und dann geht man wieder raus und draußen warten weitere Straßenhändler auf mich. Hier werden Sticker verkauft, ja. Sehr schön.
Was ist hier los? Boah, die Sonne ist ja richtig heftig hier. Der verkauft Sticker, genau. Schön, cool. Also, damit wird auch Handel getrieben und Geld verdient. Oh, der Arme. Der tat mir ein bisschen leid. Ja, also die körperlich behinderten Menschen hier haben es auf jeden Fall nicht leicht. Kann ich mir gut vorstellen, dass es alles andere als leicht ist. Da nochmal Polizei, weil die bekommen 100% bekommen die nicht die Unterstützung oder die finanzielle Unterstützung, die die Menschen in Europa bekommen oder in Deutschland, ne? Wenn wir Deutschland als Beispiel nehmen. Hier ist es schon ganz anders, glaube ich, was die finanzielle Unterstützung angeht. Da, wo wenig Steuern bezahlt werden, da funktioniert das System schlechter und finanziell schwache Menschen oder allgemein schwache Menschen, die bleiben auf der Strecke, werden nicht unterstützt, beziehungsweise nur wenig unterstützt. Und ja, also ganz schön viel los jetzt hier. Aber was positiv auffällig ist, ich sehe keine komischen Männer mit komischen Blicken, wie in Brasilien zum Beispiel. An jeder Ecke in Brasilien waren irgendwelche komisch kriminell aussehende Menschen. Und hier scheint es schon irgendwie anders zu sein. Irgendwie lockerer, gechillter, klar. Gibt es auch hier bestimmt Mafia, aber ich glaube nicht in dem Maße wie in anderen südamerikanischen Ländern. Ja? Also schon entspannt hier, sagen wir mal so. Also die Menschen sind hier schon friedlich und suchen keinen Stress, sagen wir mal so. Ne? Womit das zusammenhängt, kann ich schlecht sagen. Aber das ist erfreulich, ja? Das ist erfreulich. Man bekommt keine bösen Blicke. Und auch die Blicke wegen meiner Kamera, die sind nicht so intensiv wie zum Beispiel in Bolivien, wo sich die Menschen das alles ganz genau angeguckt haben, was ich da mache. Hier machen sie ihr Ding. Die sind nicht so sehr schüchtern. Also man kann in Ruhe filmen, ohne etwas zu befürchten. Das ist ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob dieser Bereich noch zur Altstadt gehört, keine Ahnung, aber hier Zebrastreifen, sie lassen nicht durch. Ne? Ja? Man muss einfach mutig die Streifen überqueren und hoffen, dass man nicht umgefahren wird. Schaut mal Leute, ich gehe spazieren und was sieht man im Hintergrund oder da hinten? Ja, das ist der Vulkan El Misti. Man sieht da den schneebedeckten Gipfel und nicht vergessen, das ist ein aktiver Vulkan. Ja? Der könnte jederzeit ausbrechen und Schaden anrichten. Ne? Solche Klassiker fahren hier noch rum. Schaut euch das mal an. Ja. So sieht es hier aus, ein bisschen rustikal das Ganze, aber meine Wohnung ist dort in der 2. Etage. Hier, ich habe einen Balkon. Mamma mia. Dann zeige ich euch mal die Wohnung.
angekommen. So sieht es hier aus. Schaut euch mal hier, wie groß der Wohnbereich ist. Dann haben wir den Esstisch, ja. Küche. Also schon groß hier, ne? Ja. Und das Ganze gibt es für unter 15 Euro. Also echt nicht schlecht, ne? Hier das Schlafzimmer. Dann haben wir hier das Badezimmer. Und der Balkon. Ich zeige euch mal hier die Aussicht. Seht ihr, man hat eine schöne Sicht auf den Vulkan. Den schneebedeckten Vulkan, ne? Ja, super. Das sieht echt gut aus. Ja, das war ein kleiner Rundgang. So sieht meine aktuelle Unterkunft aus. Also das ist echt gemütlich, würde ich sagen. Ich habe nichts gegen diese Wohnung auszusetzen. Also echt entspannt, echt cool, echt groß für mich alleine. Also kommt nach Arequipa. Hier sind die Unterkünfte auf jeden Fall günstig bei Airbnb. Hotels schaue ich mir gar nicht an, weil ich möchte auch eine Waschmaschine haben. Seht ihr, da habe ich eine Waschmaschine. Ja. Sogar Waschmittel wurde zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich umso erfreulicher, aber ich hatte noch ein bisschen Waschmittel da. Deswegen, egal. Falls ich nochmal rausgehe, werdet ihr das Ganze noch sehen. Wenn nicht, sehen wir uns im nächsten Video. Peace out.